Hallo zusammen, ich durfte das Walking Pad X21 testen, ein klappbares und gleichzeitig eines der neuesten und das hochwertigste Laufband der Walking Pad-Reihe. Ob es hält, was es verspricht und sogar im Ober- oder Dachgeschoss ohne Probleme nutzbar ist, erfährst du in diesem Testvideo. Falls du den Kanal noch nicht kennst, ich teste und vergleiche die besten Produkte rund um Haus und Garten. Dabei versuche ich immer etwas Besonderes für dich als meinen Zuschauer bei den Firmen zu bekommen. Dazu später mehr. Das Laufband wird komplett fertig montiert geliefert und aufgeklappt hat es eine Länge von 142, eine Breite von 71,1 und eine Höhe von 100,7 cm. Die Lauffläche auf dem Band ist 121 x 46 cm groß und diese ist in meinen Augen vollkommen ausreichend. Das Laufband wirkt auf den ersten Blick zwar etwas unscheinbar, aber es hat eine Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h. Das maximale empfohlene Körpergewicht für die Nutzung liegt bei 110 Kilogramm. Das Laufband selbst wiegt stolze 37 Kilo. Dieses Gewicht spielt natürlich auch bei der Lieferung eine Rolle. Verschickt wurde das Paket mit TNT, die auch eine sehr detaillierte Sendungsverfolgung anbieten. Ich muss sagen, dass ich selten so einen netten Lieferanten erlebt habe. Er hat mir sogar geholfen, das Paket in den 3. Stock zu tragen und war dabei noch humorvoll. Besser geht es kaum, ein großes Lob an dieser Stelle. Das Paket kam in einem sehr guten Zustand an und das Laufband war sehr gut und sicher verpackt. An den wichtigen Stellen war es auch nochmal zusätzlich mit Schutzmaterial ausgestattet. Es machte direkt einen sehr hochwertigen Eindruck und hatte einen angenehmen Geruch. Wenn du keinen festen Standort für das Walking Pad einplanst, ist auch der zusammengeklappte Zustand entscheidend für deine Lagerung. Es sollte nämlich im Stehen gelagert werden und in dem Zustand verkürzt sich die Länge auf 22,5 cm. Die Höhe und Breite bleiben dementsprechend gleich. Als Zubehör bekommst du Schmieröl, ein 1,95 m Stromkabel, eine Tablet-Halterung und einen Inbusschlüssel mitgeliefert, mit dem du das Laufband hinten fester ziehen oder lockern kannst. Der Auf- und Abbau ist sehr einfach und unkompliziert. Um es aufzuklappen, musst du den Sicherheitshebel nach oben ziehen. Dieser legt sich auch direkt gut in deine Hand und du merkst auch, dass er locker das Gewicht der Lauffläche tragen kann. Dann klappst du die zweite Seite um und achtest darauf, dass das Band mittig platziert ist, damit es keine Reibung mit den Seiten gibt. Das Zusammenklappen ist genauso einfach. Die eine Seite knickst du hoch und dann packst du den Hebel mittig, damit du dir nicht die Finger an den Seiten des Hebels klemmst und klappst die Lauffläche hoch, bis sie einrastet. Dann kannst du es leicht kippen und über die Transportrollen durch den Raum ziehen und verstauen. Das Laufband sollte erst komplett ausgeklappt sein, bevor du es mit dem Strom verbindest und einschaltest. Genauso solltest du es erst ausschalten, bevor du es wieder zusammenfaltest, um Schäden zu vermeiden. Kommen wir zur Bedienung des Walking Pad X21. Es gibt verschiedene Wege, das Laufband zu starten. Wichtig ist, dass du den Sicherheitsstecker eingesteckt hast, damit der Safe Mode aktiv ist. Vorher lässt sich das Laufband nicht starten. Hier zeige ich dir kurz, was passiert, wenn du während des Laufens den Safety-Stecker ziehst, der immer irgendwo an der Kleidung befestigt werden sollte. Wie du siehst, kommt das Laufband fast unmittelbar zum Stehen, sobald der Stecker gezogen wird. Du musst auch nicht auf dem Laufband stehen, damit es anfängt zu laufen, wie es zum Beispiel beim Walking Pad P1 der Fall ist. So kannst du bei Bedarf auch mal das Laufband während es fährt saugen, da sich dort auch mit der Zeit Staub und Schmutz ansammelt. Du siehst, es hat ein sehr schönes OLED-Display, auf dem dir deine Laufzeit, die Geschwindigkeit, die gelaufene Strecke in Kilometern, deine verbrannten Kalorien und die Anzahl der Schritte angezeigt werden. Das Display wertet das Walking Pad meiner Meinung nach nicht nur extrem auf, sondern es motiviert einen auch richtig, seinen Erfolg jederzeit vor den Augen zu haben. Die Tablet-Halterung nutze ich persönlich nicht, ist aber ein nettes Feature. Die Geschwindigkeit lässt sich am Hauptschalter in 0,1 km/h Schritten verstellen. Aktuell kann man das dadurch entstehende Piepsgeräusch nicht aus- oder leiser schalten. Das ist definitiv ein Verbesserungspunkt. Optional kannst du das Walking Pad per App steuern. Kurz für dein Verständnis, früher hatte die App schlechte Bewertung. Seit dem großen Update Ende letzten Jahres funktioniert sie jedoch wunderbar auf Android und iOS. Und ich hatte weder auf dem Walking Pad P1, das ich bereits getestet habe, noch bei dem X21 irgendein Problem. Lass dich von dieser Bewertung also nicht abschrecken, falls du vorhast, mit der App zu arbeiten, so wie ich es tue. In der App kannst du unter anderem eine Bestenliste von allen Walking Pad Besitzern sehen, dann kannst du Trainingspläne für dich konfigurieren und deine Gesamtleistung sehen, was für mich der wichtigste Punkt ist. Die Daten kannst du dann an deine Gesundheits-App, in meinem Fall an die Health-App von Apple, weiterleiten, bei der dann die Schritte für den Tag aktualisiert werden. Dafür ist die App wirklich genial und das ist der Hauptgrund, warum ich sie nutze. Und so startest du das Laufband per App. Erst musst du das Laufband finden und mit der App per Bluetooth verbinden.
Hier hast du noch die Option, ein Ziel einzustellen. Laufen kannst du nach Strecke, Zeit oder nach Kalorienverbrauch. Das Laufband stoppt, sobald du das angegebene Ziel erreicht hast. In den Optionen kannst du noch die Maximalgeschwindigkeit einstellen. Das ergibt Sinn, wenn du keine Sprints einlegen und nicht versehentlich in diesen Geschwindigkeitsbereich kommen möchtest. Daneben kannst du die Startgeschwindigkeit wählen, die bei 2 km/h aber schon eine gute Voreinstellung ist. Mit der Kindersicherung kannst du das Laufband komplett sperren. So sieht es auf dem Display aus und es kann auch nur wieder über die App entsperrt werden. Eine Fernbedienung gibt es nicht, was aber hier auch überhaupt nicht nötig ist. Die App nutze ich persönlich immer, um die Schritte zu messen, und die App-Steuerung nutze ich gerade, wenn ich das Walking Pad beim Arbeiten am PC verwende. Das bringt uns zum nächsten Punkt, und zwar dem Laufen am Schreibtisch. Das funktioniert nämlich auch wunderbar, nur kommt man dann schlechter an das Bedienelement, weshalb ich das Laufband dann immer über die App starte und steuere. Du brauchst dafür natürlich einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich arbeite hier bei 1,86 m Körpergröße bei ca. 126 cm Höhe. Wenn du jetzt ein bisschen Puffer zwischen Laufbanddisplay und Schreibtisch einplanst, sollte der Schreibtisch mindestens auf eine Höhe von 115 cm einzustellen sein. In der Position laufe ich natürlich nicht, sondern möchte einfach nur in die Richtung der 10.000 Schritte kommen, die pro Tag empfohlen sind. Beim normalen Gehen machst du ca. 5.000 bis 6.000 Schritte pro Stunde und verbrennst gut 200 Kalorien. Wenn du es dann zur Gewohnheit machst, jeden Tag beim Arbeiten Zeit auf dem Laufband zu verbringen, deckst du schon einen Großteil des Tagesbedarfs ab. Was natürlich auch sehr gut funktioniert, ist das Laufen in Kombination mit Videos. Dafür stelle ich das Laufband immer so weit vom Tisch weg, damit ich das Display noch sehe. Hier kann man dann auch mal die Geschwindigkeit erhöhen. Meine Partnerin schaut zum Beispiel während des Laufens Filme oder Serien. Auch Gaming habe ich getestet. Hier empfehle ich eine entspannte Geschwindigkeit, gerade wenn du dich konzentrieren musst. Aber auch das funktioniert und jeder weiß, wie schnell eine Stunde rumgeht, wenn man Spaß hat. Also auch hier kann man gut Schritte sammeln. Kommen wir zum Thema Lautstärke. Hier siehst du die Dezibelmessung in meinem Büro bei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Ich muss dazu sagen, dass der Raum noch recht leer ist, was zu einer stärkeren Schallentwicklung führt. Daher kann ich nicht genau beurteilen, inwiefern dies die Messergebnisse beeinflusst. PS, ein ordentliches Dezibelmessgerät ist bestellt. Naja, was bringen einem die Schritte, wenn man beim Laufen nichts mehr hört oder der Nachbar ständig klingelt und mit dem Anwalt droht? Bei dem Laufband kann ich dich beruhigen. Die Dämpfung ist meiner Meinung nach viel besser als bei dem Walking Pad P1, was bedeutet, es überträgt von Haus aus weniger Vibrationen auf den Boden. Dennoch empfehle ich dir, gerade in Mehrfamilienhäusern, dich um die maximale Geräuschreduzierung zu kümmern. Wenn du normal gehst, wird die gute Dämpfung des Laufbands in der Regel ausreichen. Das heißt ungefähr zwischen 2 und 5 km/h. Ab dem Punkt würde ich immer eine Gummimatte darunter legen, die die Vibration auffängt. Also keine dünne Bodenschutzmatte, sondern schön dickes Gummi. Die Beschaffenheit des Bodens spielt auch eine Rolle. Wir haben in der Wohnung Laminat mit Trittschalldämmung, die natürlich auch nicht schaden kann. Dazu haben wir sowohl die Nachbarn unter uns als auch die neben uns gefragt und man hat beim Joggen bei 6 bis 8 km/h nichts gehört, auch wenn es im Raum selbst laut erscheint. Ich kann dir nicht sagen, wie es bei Fliesen aussieht, aber in dem beschriebenen Fall ist das Laufband zu 100% für ein Ober- und Dachgeschoss geeignet, was natürlich auch wieder motiviert, öfter drauf zu gehen. Leider sind die Rollen des Laufbands nicht für Gummimatten konzipiert, was das Bewegen durch das Schieben und Ziehen darauf unmöglich macht. Eine dünne Bodenschutzmatte schafft es locker, aber hier muss man ein paar Tricks anwenden. Hier würden größere Rollen das Problem lösen. Wenn das Laufband dann auf der Matte steht, kannst du es aber mit der Gummimatte zusammen gut justieren. Wenn du einen festen Standort einplanst, ist es umso besser. Kommen wir zu meinem Fazit. Schon beim ersten Verwenden habe ich gemerkt, dass das Laufgefühl sehr angenehm ist. Jeder Schritt fühlt sich gut an, was sicher auch der guten Dämpfung zu verdanken ist. Ich habe immer das Gefühl, dass das Laufband sicher und stabil steht, egal bei welcher Geschwindigkeit, was es in meinen Augen zu einem vollwertigen Laufband macht. Egal ob beim Arbeiten, Filme schauen oder spielen, das Gerät macht Spaß. Es gibt nur 2 Punkte, die verbessert werden könnten. Nummer 1 sind die kleinen Transportrollen und Nummer 2 ist das laute Piepsgeräusch, das beim Einstellen des Laufbands entsteht.
Zweiteres wird hoffentlich mit einem der nächsten Updates behoben, weil man das Geräusch auch 2 Räume weiter hört, selbst wenn die Tür zu ist. Das ist sehr schade, da man das Laufband früh morgens und spät abends nicht mit gutem Gewissen starten kann, wobei es von der Lauflautstärke kein Problem wäre, auch wenn man nur ein paar Meter gehen möchte. Das wird hoffentlich in Zukunft gefixt. Ansonsten möchte ich das Walking Pad nicht mehr vermissen und versuche es täglich in meinen Alltag zu integrieren. Wenn du Interesse an dem X21 oder einem der anderen Geräte aus der Walking Pad Serie hast, kann ich dir einen 130 € Rabattcode anbieten. Folge dafür einfach dem ersten Link in der Videobeschreibung und er wird automatisch aktiviert und an der Kasse abgezogen. Vielen Dank an Kingsmith für die erneute Möglichkeit, das Laufband zu testen und dir vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du Fragen zu dem X21 hast, schreib sie gerne in die Kommentare, ich werde sie dir zeitnah beantworten. Bis zum nächsten Video, alles Gute.